Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Folgende Themen haben wir für Sie heute. Die Dance Group Zucchero ist in aller Munde. Wir waren bei den Proben dabei. Das Wallgaubad in Nenzing wurde gelb mit dem Antenne Vorarlberg Badespaß. Und zum Schluss noch das Kachelmann-Wetter. Nachdem die Tanzgruppe Zucchero bei America's Got Talent mit dem Golden Buzzer direkt in die Live-Sendungen gekommen ist, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die zweite Reise nach LA steht bevor. Hier einen Einblick in die Proben. Von Kapstadt über Paris bis nach Hohenems. Die in aller Herren Länder geschätzte und prämierte Akrobatikgruppe Zucchero trainiert derzeit in der Turnhalle der Emser Sportmittelschule. Für die höchsten Vertreter der Stadt eine ganz besondere Ehre. Wir sind stolz darauf, dass die Gruppe Zucchero, die Unglaubliches hier aufführt an Akrobatik, an Turn- und Tanzkunst, und in Amerika wirklich jetzt Karriere macht, mit dieser Show Supertalent hier trainiert in dieser Halle. Wir stellen diese Halle sehr, sehr gerne zur Verfügung. Auch der Sportverantwortliche der Grafenstadt zeigt sich erfreut, die Turnhalle mit ihren besonderen Gegebenheiten für die Weltklasse-Truppe zur Verfügung stellen zu dürfen. Wenn wir so eine attraktive Akrobatikgruppe hier trainieren lassen dürfen und wenn wir den Götzner Nachbarn helfen können, tun wir das natürlich gerne. Was kann man sich von der hochkarätigen Gruppe hier alles erwarten? Also wenn man ihren letzten Auftritt gesehen hat in der amerikanischen Talente-Show, dann kann man natürlich alles erwarten, sogar den Finalsieg. Was macht den Standort hier so attraktiv? Die Gruppe braucht natürlich die gewisse Hallenhöhe und die gewisse Hallengröße, um die Übungen wirklich einzutrainieren. Und was natürlich ganz, ganz toll ist, die vielen, vielen jungen Leute, die hier teilnehmen und tagtäglich trainieren und wirklich eine super tolle Leistung bringen. Ja, das Herz des Stadtrates glüht natürlich, weil das ist schon eine große Ehre, dass wir so eine absolute Weltklasse-Truppe hier beheimaten dürfen. Und das freut uns sehr und wir unterstützen sie natürlich, wo es geht. Nicht zuletzt die Akrobaten selbst schätzen die Gastfreundschaft der Hohenemser. Die Hohenemser Halle ist für uns ganz besonders, weil sie sehr hoch ist und sehr viel Platz bietet. Und wir sind sehr dankbar, dass die Hohenemser Gemeinde uns das ermöglicht, dass wir in den Ferien hier trainieren dürfen. Also wir trainieren im Moment 5-6 Mal in der Woche, teilweise bis zu 6 Stunden am Stück. Auch die weiteren Aussichten bei der Talente-Show America's Got Talent sind vielversprechend. Was könnt ihr euch vom Viertelfinale erwarten? Habt ihr euch selber gewisse Ziele gesetzt? Wie sind die Erwartungen? Die Show ist natürlich, ich sage jetzt einmal, was ganz Besonderes. Wir versuchen unser Bestes zu geben und ich glaube, unsere Erwartungen sind erfüllt, wenn wir eine gute Show abliefern und das Publikum zufrieden ist. Und ein Traum wäre natürlich, wenn wir ins Halbfinale einziehen würden. Ich glaube, wenn man die erste Nummer gesehen hat, dann weiß man, was in der nächsten Runde uns erwartet. Das wird eine Steigerung sein, da bin ich fest davon überzeugt. Also es lohnt sich dann auf YouTube und so weiter zu schauen, was Zucchero aufführt. Ganz Vorarlberg drückt der Ausnahmetruppe fürs Weiterkommen die Daumen. Hier geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Neuer Coach für die VEU Feldkirch. Doch überraschend wurde bekannt, dass Michael Lampert in der kommenden Saison nicht mehr an der Bande stehen wird. Seit vielen Jahren ist Lampert in Doppelfunktion als Geschäftsführer und Trainer bei der VEU tätig. Schon in dieser Woche soll der neue Coach präsentiert werden. Man sei mit einigen erfahrenen Trainern im Gespräch. Unfall zweier Vorarlberger in Italien. Auf der A15 zwischen Parma und La Spezia geriet der Motor des Autos eines 31-jährigen Feldkirchers in Brand. Das Ganze geschah direkt in einem Tunnel. Der Autofahrer konnte den Pkw noch aus dem Tunnel fahren, erlitt dabei aber Brandwunden an den Beinen. Der Beifahrer kam nach Informationen der APA mit dem Schrecken davon. Die Autobahn musste während der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Und Erfolg für Rankwell im Damen-ÖFB-Cup. In der ersten Runde empfingen die Rankwellerinnen zu Hause die favorisierten Damen des FFC Vorderland. Rot-Weiß Rankwell dominierte das Spielgeschehen und konnte sich am Schluss mit 2:0 durchsetzen. Eine gute Pflichtspielpremiere für die kommende Saison. Die Badesaison ist weiterhin in ihrer Blüte. Antenne Vorarlberg Badespaß war diesmal in Nenzing. Der Antenne Vorarlberg Badespaß hat am Sonntag groß und klein im Wallgaubad Nenzing begeistert. Hunderte Badegäste haben bei traumhaftem Sommerwetter gute Laune und viel Geduld mitgebracht.
Ein bisschen musste man sich doch anstellen, um einen der beliebten Preise beim Glücksrad abzustauben. Stimmung ist perfekt, die Leute, die schätzen das natürlich, wenn wir umeinander sind, weil einfach dann was geboten wird und jeder hat richtig Spaß dabei. Dann haben wir ein Mahlzelt, Evo-Drink ist dieses Jahr mit dabei und das Glücksrad ist gut besucht, wo wir richtig lässige Preise haben. Wir haben ja wirklich einen Traumwerte mit der Temperatur, einfach genial. Auch die ganz Kleinen kamen voll auf ihre Kosten. Die haben den Countdown abgeladen und dann sind es halt lauter Wasserbälle rausgekommen. Drehen und dann gewinne ich irgendetwas. Beim großen Knall zum Wasserball haben sich dann hunderte Badegäste unter dem riesigen Netz voller Antenne-Wasserbälle versammelt, um möglichst viele davon abzugreifen. Schließlich war nichts Geringeres als ein Urlaub zu gewinnen. Der Spaßfaktor war in jedem Fall hoch. Um 12 Uhr machen sie den Knall vom Wasserball, dann fliegen die Wasserbälle ab und dann muss man anfangen und dann sollte man daheim ein Selfie machen und das auf die Homepage schicken und dann kann man was gewinnen. Es ist super cool, es ist ein brutales Gedrängel, jeder will einen Wasserball, aber man kriegt eigentlich immer einen ab. Das ist immer wieder lustig, letztes Jahr waren wir auch schon, es macht brutal viel Spaß. Für Kinder natürlich ein volles Erlebnis, eine super Gaudi für unsere Kinder natürlich da im Wallgau-Bad Nenzing und natürlich super veranstaltet, natürlich von der Antenne, muss ich sagen, 1A, wunderbar. Der Antenne-Feuerwerk Badespaß in Nenzing ist immer der Wahnsinn, es ist sehr viel los, die Stimmung ist bestens und vor allem natürlich das große Highlight, die tausenden knallgelben Antenne-Feuerwerk Wasserbälle. Ja, wenigstens etwas los, finde ich gut, passt super. Ja, es ist voll cool, also es ist echt gut gemacht, die Musik ist gut, also es ist echt cool. Nicht zuletzt dem Antenne-Team war die Freude über die vielen glücklichen Gesichter deutlich anzumerken. Unsere Hörer haben so die Freude, ja. Die Wasserbälle, die sind, keine Ahnung, wie ein Gewinn im Lotto, kommen wir oft einmal vor. Egal ob klein oder groß, jeder probiert wirklich möglichst viel zu ergattern, richtig süß und schön. Übrigens, bei der Live-Ziehung in der Morning Show am Montag hat Martina Stocker aus Gortipol den Urlaub für das beste Selfie gewonnen. Herzliche Gratulation. 1, 2, 3, ciao! Nun zu den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Auch der zweite Anlauf der Anfragebeantwortung zum VKW-Sponsoring ärgert SPÖ-Mandatarin Manuela Auer. Sie will nun rechtlich prüfen lassen, ob die Anfrage so erlaubt ist. Futtermangel und Wasserknappheit zwingen viele Vorarlberger Älpler und ihr Vieh heuer verfrüht ins Tal. Und 3 leicht verletzte Personen forderte eine schwere Kollision zweier Pkw am Sonntagabend in Sarteins. Ein beteiligtes Unfallauto aus Holland wurde dabei in eine Obstplantage geschleudert. Das war Ländle TV, der Tag für heute. Im Anschluss sehen Sie noch die Wetteraussichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen noch eine schöne Zeit. Tschüss. In der Nacht zum Dienstag überquert uns eine Kaltfront mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern. Bis zum Morgen hin werden die Schauer langsam etwas weniger, klingen aber nicht ab. Morgens liegen die Temperaturen bei +9 Grad in Warz oder Lech und bei +16 Grad in Bregenz. Der Tag startet dann überwiegend bewölkt mit ein paar durchziehenden Schauern. Nur rund um den Bodensee und im unteren Rheintal gibt es längere trockene Abschnitte. Tagsüber geht es mit Wolken und ein paar Schauern weiter. Zwischendurch ist es aber auch trocken. Nachmittags lockert es vor allem rund um den Bodensee und im unteren Rheintal etwas auf und es gehen sich längere sonnige Abschnitte aus. Ein kurzer Schauer ist dennoch zu erwarten. Zum Abend hin beginnt sich überall das Wetter zu bessern und die Schauer werden überall weniger. Die Temperaturen steigen in den höher gelegenen Tälern des Montafons und rund um die Arlbergregion auf +16 Grad und bis auf +25 Grad stellenweise im Rheintal. Am Mittwoch erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. In den Bergen ist ein kurzer Schauer nicht ausgeschlossen, sonst bleibt es trocken. Morgens gibt es Temperaturen um 14 Grad, nachmittags bis zu 26 Grad. Am Donnerstag erwartet uns schönes und heißes Hochsommerwetter mit viel Sonne und nur harmlosen Quellwolken über den Bergen bei bis zu 31 Grad. Am Freitag wieder zunehmend unbeständig mit Schauern und Gewittern bei bis 25 Grad.